Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ja, dieses Mal habe ich vor, ein längliches Adventsgesteck zu erstellen und als Basis werde ich dieses alte Holzbrett verwenden. Das hat jetzt in meinem Fall eine Länge von in etwa 64 cm. Die Breite beträgt ca. 9,5 cm und die Höhe in meinem Fall ca. 3 cm. Ja, und ich werde jetzt mal als erstes 4 Löcher in mein Holzbrett bohren, damit ich diese Kerzenhalter platzieren kann. Mein Bohrer, der hat jetzt einen Durchmesser von in etwa, von 3,5 cm. Ach, was ich euch jetzt noch erzählen wollte. Ich habe das hier alles schon ausgemessen. Die Kerzenhalter werden in meinem Fall so an dem Brett nachher platziert werden. Und ich bohre jetzt auch nicht komplett durch mein Brett durch. Wie gesagt, das hat ich das überhaupt schon gesagt? Ja, habe ich jedenfalls alles schon abgemessen. Und dann lege ich jetzt hier einfach mal los. Ich hatte auch schon eine Probebohrung gemacht mit einem Bohrer, der einen Durchmesser von 4 mm hatte. War jetzt in meinem Fall etwas zu groß. Von daher wird ein Kerzenhalter gleich noch zusätzlich mit der Heißklebepistole befestigt werden, damit er halt nicht hin und her schuckelt. Ach, im Übrigen, meine Kerzenhalter haben einen Durchmesser von 6 cm. Ja, und die einzelnen Bohrungen haben immer einen Abstand von 10 cm. Ich habe hier auch den Rand ausgemessen, damit das nachher alles so einigermaßen gleichmäßig ist. Sind hier auch immer 10 cm. Und dann Schacker, auf geht's. So, der kann aber, glaube ich, beiseite. So, also 4 mm war etwas zu groß. Das ist jetzt 3,5. Mal gucken, ob das gleich besser passt. Und ich hatte hier noch mit einem Dorn schon mal so ein bisschen vorgebohrt. Ne, das ist ein Dorn, der ist auch schon uralt. So, aber jetzt. So, mal schauen. Ja. Ja, sie passen. Und wackeln auch nicht mehr hin und her. Wobei ich am Überlegen bin, uiuiui, die jetzt hier rauszukriegen, das noch etwas tiefer zu bohren. Mal schauen. Ja, wobei, so hoch können sie schon hinausschauen. Also 3,5 hat jetzt bei diesen Kerzenhaltern wirklich gut gepasst. Die können auch ruhig teilweise etwas unterschiedliche Höhen haben. Das ist dann wirklich letzten Endes alles Geschmackssache. So, das hier war 4 mm. Ne, das schuckelt so richtig schön hin und her. Mal eben gucken. Ja, es passt fast. Es passt fast, dass sie alle auf einer Höhe sind. So, Heißklebepistole habe ich natürlich noch nicht angeschaltet. Also wenn ihr jetzt, so wie ich auch, euer Loch etwas zu groß gebohrt haben solltet, dann wirklich hier unten einfach etwas Heißkleber befestigen, den Kerzenhalter so lange festhalten, bis ihr halt merkt, das Ganze ist da jetzt stabil drinne und kann halt nicht mehr hin und her wackeln. Im nächsten Schritt werde ich diesen Bindedraht an meinem Holzbrett befestigen. Ja, und die Farbe des Drahtes bleibt jetzt jedem selbst überlassen. Ich habe mich aber jetzt bewusst für diesen dunkleren Draht entschieden. So, jetzt verfriere ich das hier mal eben so ein bisschen miteinander, damit er da auch gleich schon mal gut dran sitzt. So, dann habe ich mir überlegt, dass ich mal als erstes das Grün von einem Wacholder einarbeiten werde. Stammt aus meinem Garten. Wird aber hier an diesen Stellen noch etwas zurechtgeschnitten werden, weil das wäre mir jetzt hier an diesen Stellen etwas zu buschig. Der wird jetzt auch noch nicht mit dem Bindedraht eingearbeitet werden, das kommt erst nachher. Ne, ihr könnt es ja sehen, ich habe mir den jetzt hier einfach zwischen den Kerzenhaltern entlang gefriemelt. Ja doch, dich lassen wir so. Ach, da ist meine Schere. Ich nehme jetzt hier etwas von dem Grün mal ab. Das wäre sonst wirklich zu viel des Guten, zumindest in meinem Fall. Grün, was halt so nach oben hin wegwächst, schneide ich hier komplett weg. Der kann, sagen wir mal, etwas, ja, wie soll ich sagen, fledderiger. Jetzt habe ich das Wort. Der kann ruhig etwas fledderiger sein, mein Wacholder. Das hier würde ich erstmal aufheben, da könnt ihr nachher immer noch einarbeiten, wenn ihr der Meinung sein solltet, da kann ruhig noch Wacholdergrün hinzu. Mal eben schauen. Ja, so ist das schon mal okay. Gut, dann habe ich jetzt hier so ein paar Zweige. Das sind Lärchenzweige und ja, diverse andere Zweige, die ich irgendwann mal gesammelt habe. Arbeite ich auch mal hier zwischen meinen Kerzenhaltern so dazwischen ein. Arbeite ich auch mal so zwischen meinen Kerzenhaltern ein. Ja, ich denke, ihr wisst, was ich meine.
Überschüssiges Material kann man nachher immer noch abschneiden. Ne, nehmen wir hier mal einen größeren. Einfach hier mal so schauen. Ja, und dann kann man den Bindedraht auch mal zur Hilfe nehmen, um diese Zweige zu befestigen, damit das nicht die ganze Zeit so hin und her verrutscht. Was man auch machen könnte, hatte ich auch schon mal gemacht, man nimmt die Heißklebepistole hinzu. Mache ich jetzt allerdings nicht. Jetzt mal einen Lärchenzweig, auch einfach mal schauen, ne, wie das bei euch so dazwischen passt. Ist jetzt auch halt viel Arbeit nach Gefühl. Nehmen wir hier noch einen kleineren. Wieder mit dem Bindedraht mal festwickeln. Jetzt wickle ich mit meinem Bindedraht wieder nach unten hinweg, also hier zu dem Anfang des Drahtes, und arbeite aber auch noch weitere Zweige ein. Ich muss mir jetzt allerdings noch welche hinzuholen. Den Draht schneide ich jetzt ab und verwebe den mit dem bereits dran gewickelten Draht. Ja, und dann kann man sich Gedanken machen, wie man das Ganze noch weiter dekorieren möchte. Dafür braucht ihr auf jeden Fall gleich auch die Heißklebepistole. Ich denke, ich werde noch etwas von meinem Wacholder hier in diesem vorderen Bereich einarbeiten. Aber da kommt jetzt gleich auch noch etwas mehr Grün hinzu. Ja, und das Wacholdergrün, das kann man jetzt hier ganz entspannt unter dem bereits dran gewickelten Bindedraht stecken. Beim Wacholder müsst ihr leider etwas vorsichtig arbeiten. Dieser hier, ich nenne es jetzt einfach mal normalen Wacholder, der ist ein wenig am Pieksen, ne? Von daher sonst einfach mal Handschuhe anziehen. Ja, so finde ich das aber jetzt schon mal besser. Man kann jetzt auch immer noch Zweige der Lärche hier einarbeiten. Da ist ja jetzt genug Bindedraht auch dran vorhanden. Oder wenn man jetzt sagt, ich will es hier ein bisschen höher haben, wobei, Vorsicht, da sind ja nachher auch brennende Kerzen dran, ne, dass man das auch mit ausreichend viel Abstand zu den Kerzen dann nachher natürlich einarbeitet. Und ja, dann hole ich jetzt mal mein anderes Grün noch hinzu. Hätte ich jetzt fast vergessen, euch zu erzählen, die überschüssigen Zweige könnt ihr besser abbrechen als schneiden. Dann sieht das Ganze nochmal, ja, ich sag mal, hübscher aus. Auch der hier, der kann etwas gekürzt werden. So, ich hier auch. Wenn es etwas absteht, ist nicht so schlimm, aber das hier war jetzt doch ein bisschen zu viel. Mal eben schauen, ob wir dich hier irgendwo einarbeiten oder drunter schieben. Na, willst du wohl? Dankeschön. Na, ich glaube, ich muss ihn doch abbrechen. So, hier hinten ist auch noch zu viel. Das hier auch. Kann man aber auch hier einfach jetzt noch mit einarbeiten, wenn man möchte. Aber ich denke, das Gesteck wird ganz cool werden. Glaube ich zumindest. Ja, oder was man auch noch machen könnte, wenn man jetzt sagt, ich will aber diesen Bindedraht nicht sehen. Auch noch ein paar Zweige hier an den Rand mit hinein. Wobei, da kommt nachher noch einiges hinzu. Ich habe mir jetzt noch weiteres Grün zum Einarbeiten hinzugeholt. Und zwar Grün einer Schwarzkiefer. Dann habe ich hier ein paar Olivenzweige. Alternativ sähe auch super Eukalyptus aus, den ich heute im Gartencenter gesehen hatte. Ja, das war mehr schlecht als recht. Dann habe ich hier ein halbes Bund Strandflieder und eine Hortensie. Die stammt aus meinem Garten. Bei der bin ich mir jetzt noch nicht zu 100% sicher, ob die mit eingearbeitet werden wird. Ja, und eventuell noch etwas Plattenmoos, um hier diesen Draht am Rand nachher verstecken zu können. Ne? Muss ich mal gucken, ob das Moos und die Hortensie mit eingearbeitet werden. Jedenfalls, die Schwarzkiefer stammt ursprünglich von einem Bonsai. Man hat ja hier überall noch den Bindedraht. Könnt ihr einfach so hineinstecken oder hineinarbeiten. Bei den Olivenzweigen oder wenn es jetzt Eukalyptus wäre in eurem Fall, würde ich hier im untersten Bereich mal die Blättchen entfernen. Dann kann man den auch besser hier hineinstecken. Ne, je nachdem, müsst ihr einfach mal ausprobieren. Beim Schleierkraut stelle ich mir vor, ja, komm mal her, dass ich da mehr so Sträußchen verwende. Ne, so wäre das jetzt ein bisschen zu flatterig oder etwas zu flatterig für mich oder für meine Zwecke. Ist ja sowieso immer alles letzten Endes Geschmackssache. Und zum Thema Schleierkraut. Ich persönlich finde, wenn das eingetrocknet ist, dann sieht das auch noch schön aus. Ne? Ich habe jetzt hier so ein Sträußchen. Kann man noch einen Tacken kürzer schneiden. Und dann halt nach Gefühl so einarbeiten, wie ihr das halt für schön findet. Strandflieder sähe auch klasse aus. Ne? Je nachdem, was ihr halt mögt.
Geschmäcker sind halt verschieden. Bei der Hortensie, da würde ich jetzt auch nicht dieses ganze Große hier einarbeiten. Schneide ich auch mal was ab. Wenn ihr jetzt Bauernhortensien verwenden solltet, nur bitte darauf achten, dass ihr die nicht hier zu tief abschneidet, weil dann würdet ihr aus Versehen die Blüte für das nächste Jahr mit abschneiden. Würde ich jetzt auch so einen kleinen Tuff machen. Könnte man hier vielleicht bei den Kerzenhaltern vorsichtig mal mit einarbeiten. Halt nur immer darauf achten, dass die Sachen nicht zu nah nachher bei den Kerzen dran sind. Das wäre nicht so wirklich von Vorteil. Und diesen restlichen Wacholder könnte man jetzt hier beim Draht noch mit hineinmachen. Und dann gehe ich jetzt mal eine Weile auf Zeitraffer. Aber da habt ihr auch so viele Möglichkeiten, wie man das hier dekorieren könnte. Unendlich. Man kann da auch noch Kugeln einarbeiten, irgendwelche Figürchen. Da bin ich jetzt im Hintergrund auch noch am Überlegen. Aber wie gesagt, ich beschleunige das Ganze jetzt mal für euch. Ja. Ach, wer jetzt keine dreckigen Hände haben möchte durch die Schwarzkiefer, der sollte an dieser Stelle jetzt auch mal besser Handschuhe anziehen. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, das Grün der Olive mit einzuarbeiten, weil meiner Meinung nach passte das jetzt nicht zu 100% mit in dieses Gesteck hinein. Das Einzigste, was ich jetzt noch machen werde, und zwar mit der Heißklebepistole, ich werde noch diese Fichtenzapfen einarbeiten und dann habe ich hier noch so ein paar übrig gebliebene Lärchenzapfen. Wie gesagt, das mache ich mit der Heißklebepistole. Ja, dann fehlen natürlich noch meine Kerzen. Ich habe mich jetzt für diese Farbe entschieden. Das bleibt jetzt natürlich auch wieder jedem selbst überlassen, welche Farbe seine Kerzen haben sollen. Ach ja, und dann hatte ich noch einen Gedankengang, diesen Bindedraht mit Plattenmoos abzudecken. Mache ich jetzt aber auch nicht, weil meiner Meinung nach darf man ruhig einen Teil von dem Draht auch mal sehen. Ich finde das jetzt nicht so schlimm, aber ich zeige es euch nochmal. Mit dem Moos, ich weiß nicht, ist nicht so zu 100% meins. Und dann gehe ich jetzt mal ein bisschen auf Zeitraffer. Ja, ich bin jetzt soweit fertig mit meinem Adventsgesteck. Noch mehr wird da nicht eingearbeitet werden. Wobei ich zugeben muss, es ist schon ziemlich verlockend, da noch mehr dran zu arbeiten. Aber ich werde jetzt definitiv nichts mehr machen. Die ganzen benötigten Materialien für dieses Adventsgesteck findet ihr auch wie üblich in der Videobeschreibung. Ja, und ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!